Ganz ehrlich, ich finde Coldplay einfach geil. Vor allem die alten Sachen. Aber ich glaube, der entscheidende Teil in dieser ganzen Geschichte ist die Freiwilligkeit. Ist das dann der Punkt, wo Menschen sagen sollten, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich bin raus. Hi, ich bin's Rasmus und das ist First Take Uncut Story. Und letzte Woche gab's Viva la Vida von Coldplay und kleines Resümee mal vielleicht von mir so zwischendrin jetzt. Das ist jetzt die 7. Serie von First Take Uncut und ich muss schon sagen, es ist echt eine Herausforderung und ich habe schon das ein oder andere Mal hier gesessen und mir fiel es schwer, Let It Be zu bewahren, denn natürlich ist nicht jede Performance, die ich hier in diesem First Take Uncut abliefere, das, was ich in der Lage bin, manchmal dann abzuliefern, wenn es gut läuft. Wenn ich den Song spiele und wenn ich im Flow bin und wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe und dann fehlt manchmal einfach so der Groove oder es geht ein Ton daneben oder was auch immer und ich hätte schon nicht gedacht, dass es so eine Herausforderung wird dann für einen, das dann trotzdem einfach so stehen zu lassen und online zu stellen und zu sagen so, ey, aber eigentlich kann ich es ja noch viel besser. Und dieses Gefühl dabei, was man dann hat, eigentlich willst du doch immer ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich verstehe schon, warum die Welt so ist, wie sie ist und warum Menschen diese Hilfsmittel auch teilweise nutzen, um eben etwas richtig Gutes nach draußen in der Welt zu zeigen von sich. Verstehe ich schon sehr. Nichtsdestotrotz, das ist die Challenge und ich weiß, warum ich es mache und ich stehe dazu und ich finde es großartig und mir macht es Spaß. Und natürlich, nicht jede Performance ist immer High-End und das Beste von dem, was vielleicht möglich ist und manchmal vielleicht auch eher in der Unterdurchschnitt. Und jetzt geht das Licht aus. Habe ich wohl heute hier zu viel das Licht gebraucht. Da ist die Batterie leer. Ich mache mal hier das Licht an. Das tut's noch. Und das ist an der großen Batterie. Ich weiß nicht, jetzt sehe ich vielleicht ein bisschen glänzend aus oder so, aber ist ja wurscht. Ich erzähle einfach weiter. Viva la Vida, wie ist der Song zu mir gekommen? Hör mal, ganz ehrlich, ich finde Coldplay einfach geil. Vor allem die alten Sachen, die neuen Sachen ist manchmal nicht ganz meins, aber ich finde trotz alledem, dass Chris Martin ist einfach ein grandioser Songwriter, macht tolle Songs und ich mag die Nummer einfach und deshalb habe ich sie irgendwann angefangen zu spielen. Und daher nehme ich das vielleicht einfach zum Anlass, mir heute mal so dieses Thema, was der Song mit sich bringt, so meine Gedanken dazu ein bisschen loszulassen, weil auch das ist wieder so ein ganz aktuelles Thema eigentlich, was immer aktuell ist, wahrscheinlich schon immer aktuell war, solange es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und letzten Endes geht es ja da um Macht und das ist ein König, der irgendwie abdankt oder am Ende vielleicht auch unfreiwillig abdanken muss, um es denen da geht. Und die Revolutionaries, die sind schon warten nur darauf, den Kopf auf dem Silbertablett abtransportieren zu können. Und da fragt er sich ja, naja gut, was war denn jetzt dieser ganze Ruhm und jetzt habe ich alles besessen und jetzt stehe ich hier und alles ist irgendwie, habe mir mein Schloss auf Sand gebaut, so ungefähr. Und ich glaube, bei diesem Thema Macht, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht das ein bisschen verfolgt habt, so die letzten Wochen schon, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass ich erzählt hatte, ganz am Anfang, warum ich nie auf große Bühnen wollte, warum ich die Straßenmusik so sehr liebe, weil dieses Berühmtsein und so irgendwie, dass Menschen zu anderen aufschauen und sich selber klein machen und so,
dass ich das nicht so cool finde. Und da habe ich mich schon immer gefragt, woher das kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass da eine Ursache drin liegt, dass ich einfach ein Problem mit Macht habe, wenn man so will. Also ich finde nicht, dass grundsätzlich jede Art von Macht schlecht ist oder Hierarchie. Ich glaube sogar, dass es mitunter sehr vorteilhaft sein kann, eine gewisse Hierarchie zu haben, weil wenn viele Köche verderben den Brei, manchmal ist es ganz gut, wenn einer vorangeht und die anderen irgendwie und vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat, um das Ganze zu organisieren. Aber ich glaube, der entscheidende Teil in dieser ganzen Geschichte ist die Freiwilligkeit. Denn solange man die Wahl hat, sich unterzuordnen, hinter einem herzugehen, der vorne weggeht in einer Firma oder was auch immer, eine tolle Idee hat und man das unterstützt irgendwie in der Wirtschaft, könnte man das vielleicht als Beispiel nehmen, dann ist es eine großartige Sache. Da findet dann jeder seinen Platz und dann kann so ein Ding richtig, richtig Wumms kriegen und erfolgreich werden. Tolle Sache. Ich glaube aber an dem Punkt, wo es mit Unreflektiertheit und mit einer gewissen Beliebigkeit zusammenkommt und vor allem einer nicht mehr Freiwilligkeit, dann ist da was in mir ganz, ganz stark rebelliert und sagt so, ey, Moment, nicht mit mir, das finde ich nicht in Ordnung. Ich will schön selber meine Wahl treffen können, irgendwie, ob ich etwas tue oder nicht tue oder was ich gut oder richtig finde für mich und mein Leben. Und da hat mir niemand reinzureden und das fordere ich nicht nur für mich ein, sondern das ist auch was ich für andere immer einfordern werde, dass jeder das Recht haben sollte, so leben zu wollen und zu können, wie er das für richtig hält. So. Und das ist so das Ding, glaube ich, was mit der Macht einhergeht, wenn es an Könige geht. Vielleicht gibt es gute Könige und möglicherweise ist ein guter König besser als eine schlechte Demokratie. Möglich ist das. Wer weiß das schon. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass diese ganze Machtgeschichte uns echt, alle immer irgendwo mehr oder weniger, egal ob bewusst oder unbewusst, beschäftigt und ein starkes Ding in unserer aller Leben ist. Und auch selbst in einer Welt, oder in einer Form, in der Macht angeblich abgeschwächt werden soll in Demokratien, ne? So wie bei uns, wie es dann heißt, wir leben in einer freien Demokratie und alle haben die Freiheit, das zu tun, was sie wollen oder nicht, was sie für richtig halten. Selbst da gibt es immer wieder irgendwelche Strukturen, die dann plötzlich daraus erwachsen, die so viel Macht bekommen aus wirtschaftlichen Ecken oder aus politischen oder woher auch immer, und die plötzlich solche eigentlich gesund gewachsenen Strukturen, die Macht eher so ein bisschen abflachen, plötzlich unterwandern und dann ist da plötzlich wieder jemand, der unter Umständen auch versteckt im Hintergrund. Das ist auch sowas. Macht kommt ganz gerne mit einem netten Gesicht und im Hintergrund und versteckt sich dahinter und lässt andere für sich vorne rangehen. Das sind alles so Dinge, die ich immer wieder beobachte, und deshalb ist dieses Thema Macht ein unglaublich großes, komplexes Thema. Und ich rede mich gerade hier um Kopf und Kragen und tatsächlich, wenn ich da einfach so frei drüber rede, fallen mir 1000 Millionen Dinge ein, die ich dazu sagen könnte. Und ich glaube, das ist deutlich angenehmer, wenn man mit Menschen darüber spricht, weil man dann so ein bisschen mehr eine Struktur hat und auch immer wieder einen Kontra kriegt und dann so ein bisschen sich an einem roten Faden entlanghangeln kann. Das passiert jetzt, wenn ich hier so frei rumschwadroniere, nicht. Aber bei alledem, was ich jetzt gesagt habe, in der letzten Quintessenz, vielleicht einfach am Ende der Punkt festzuhalten für mich und dann vielleicht als kleine Botschaft auch nach draußen. Macht ist nicht immer was Schlechtes, aber Macht, wenn sie dazu gebraucht wird, Menschen einzuschränken und wenn sie sich über andere herüberstellt
und zu Dingen zwingt, die ihren freien Willen untergraben, ist dann definitiv der falsche Weg. Und egal in welcher gesellschafts- oder politischen Form das dann passiert, ich glaube, das kann in allen Formen passieren, ist das dann der Punkt, wo Menschen sagen sollten, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich bin raus, da mache ich nicht mit. Und vielleicht ist das die letzte Botschaft, bevor am Ende irgendwelche Leute wieder danach fordern, den Kopf des Königs auf dem Silbertablett serviert zu bekommen und am nächsten Marterpfahl aufzustellen, bevor solche Dinge wieder passieren. Vielleicht vorher zu schauen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich ihre Macht so weit auszudehnen, dass Menschen auf die Idee kommen, das wieder mit ihnen machen zu wollen. Denn egal von welcher Seite, auf welcher Seite Menschen Macht zu sehr ausnutzen, egal ob sie von links, von rechts, in der Monarchie oder in der Diktatur oder in politisch oder wirtschaftlich, was auch immer. Es wird immer Menschen geben, die damit nicht einverstanden sind, auf allen Seiten. Und die wachen dann irgendwann wieder auf, wenn es zu krass wird und wollen dann wieder den Kopf. Insofern, das Thema macht eine unglaublich große Geschichte rund um Viva la Vida. Und das ist vielleicht das allerletzte dazu, weil dieser Song ja tatsächlich eine sehr positive Grundstimmung auch irgendwie transportiert. Bei aller Macht da draußen, sich die Macht vor allem selber immer wieder zu nehmen und das Leben zu genießen und always look at the bright side of life, sozusagen. In diesem Sinne, behaltet eure Macht, passt gut auf euch auf und bis nächste Woche. Ciao, euer Rasmus.